Ein imposanter Bergfried, nicht wahr? Kein Wunder, dass die Burgruine das Wahrzeichen von Neu-Ravensburg ist. Erbaut wurde sie im 12. Jahrhundert. Alles Weitere erfahrt ihr jetzt. Die Überreste der Burg befinden sich hoch über der Argen über Neu-Ravensburg, welches heute zu Wangen im Allgäu gehört. Erbauer waren vermutlich Reichsministeriale der Staufer. Die erste Anlage war wohl nur eine Turmburg. Diese stand jedoch nicht am Ort des heute noch sichtbaren Bergfrieds, sondern 14 Meter weiter nördlich. Fassbar wird die Herrschaft Neu-Ravensburg ab Mitte des 13. Jahrhunderts mit Ritter Heinrich von Ravensburg. Es gilt als wahrscheinlich, dass er die Wirren nach Absetzung Friedrichs II. Durch Papst Innozenz IV. Im Jahr 1250 nutzte, um Neu-Ravensburg mit dazugehörigen Ländereien als eigene Herrschaft ohne Anspruch von Dritten zu etablieren. Auch änderte er seinen Namen in von Neu-Ravensburg. In der Folge schenkte er die Herrschaft dem Kloster St. Gallen, nur um sie umgehend als Lehen zurückzuerhalten. So standen er und seine Familie nun in den Diensten und unter dem Schutz der mächtigen Abtei. Nach dem Tod Heinrichs 1270 fiel Neu-Ravensburg wieder an das Kloster. Die Burganlage bestand damals aus einer Kernburg, einem vorgelagerten Zwinger, in welchem mindestens ein Wirtschaftsgebäude stand, sowie einer Vorburg. (1271) brach Unheil über den Ort Neu-Ravensburg herein. Es entbrannte eine Fehde zwischen den Grafen Hugo III. Von Werdenberg und Rudolf II. Von Montfort. Da der St. Galler Abt Berchtold von Falkenstein sich auf die Seite der Werdenberger stellte, nahmen Montforter Truppen das Städtchen ein und brannten es nieder. Ob die Burg damals Schaden nahm, ist nicht überliefert. Dann wird es ruhig um die Burg. Bis zum Jahre 1525. Der Bauernkrieg wütete in der Region. Im Verlaufe der Auseinandersetzungen wurde auch die Burg Neu-Ravensburg angegriffen und zerstört. (1586) verkaufte das Kloster die ruinöse Burg mitsamt Herrschaft an die Stadt Wangen. Allerdings reichte Bernhard Müller, der Nachfolger des damaligen Abtes, Klage beim Kammergericht zu Speyer ein. Er mokierte sich, der Kaufpreis sei zu niedrig gewesen. Und überhaupt hätte aufgrund der Abtretung von gewissen Rechten eine päpstliche Zustimmung vorliegen müssen. Schlussendlich gab es einen Vergleich, in welchem das Kloster die Herrschaft zurückerhielt. Unter dem neuen Abt ging es mit dem Kloster wirtschaftlich wieder aufwärts. 1613
begann die Instandsetzung der vormaligen Burg, welche schlussendlich zum Schloss ausgebaut wurde. Eine Rekonstruktion von Michael Schlingmann veranschaulicht das mögliche Aussehen des Komplexes. Dieser umfasste das eigentliche Schlossgebäude, in welchem der Bergfried mit integriert wurde, ein Torgebäude, eine Wasch- und Ofenküche sowie weitere Wirtschaftsgebäude. Den Dreißigjährigen Krieg überstand das Schloss ziemlich schadlos. 1712 entbrannte der Toggenburger Krieg. Der St. Galler Abt Leodegar Bürgisser flüchtete mit einem großen Teil seines Konvents vor den gegnerischen Truppen auf Schloss Neuravensburg. Es sollte keine Rückkehr ins Kloster mehr geben. Er starb am 28. November 1717 in Neuravensburg. Bis zum Februar 1803 blieben Schloss und Herrschaft in den Händen des Klosters. Doch unter französischer Herrschaft wurde es in jenem Jahr an Fürst Karl Johann von Dietrichstein übereignet. Dies zum Ausgleich, weil er die Herrschaft Tarasp an die Helvetische Republik verloren hatte. Sein Sohn verkaufte den Besitz gut 25 Jahre später an das Königreich Württemberg. Um 1836 wurde das mittlerweile baufällige Schloss als Abbruchobjekt an einen Bürger aus Wangen verkauft. Dieser war leider sehr gründlich. Nur der Bergfried und die Mauer hinter mir blieben stehen. Alles andere war 1845 bereits verschwunden. Und damit sind wir auch schon am Ende. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.